Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video vom FEC 2026 Server. Und es gibt ausnahmsweise mal gute Nachrichten nach den letzten Wochen, wo nicht so viel passiert ist gefühlt. Der Plan war ein Erfolg, also es war ja eh schon klar, dass das nächste Ziel, die Red Flask für den kompletten restlichen FEC sich zu besorgen, jetzt nicht so ultra schwierig werden würde, vor allem weil ich ja gefühlt die Hälfte des Geldes sowieso schon hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich das letzte Video aufgenommen hatte. Und dann ja die 540 Fragmente noch kamen, die ich danach dann kurz danach auch ausgecashed habe sozusagen. Also beziehungsweise ich habe mir einen Adept Gore geholt. Von dem Schmuck plus 7 hatte ich 72 Staub vom Upgrade-Event. Dann habe ich noch 16 Staub gekauft, Necklace eingetauscht und für 2,5 Milliarden verkauft. Und mit all diesem Geld konnte ich dann Folgendes kaufen. Und zwar zweimal 30 Tage Red Flask, einmal 15 Tage, einmal 7 und einmal 7 habe ich schon aktiviert. Also quasi, ja, sehr viele Elfcoin und damit den kompletten restlichen FEC abgedeckt mit Red Flask. Und ich meine sogar, letztes Jahr ganz am Ende hatte ich tatsächlich keine Red Flask mehr. Also ich glaube, die letzten 1,5 oder 2 Wochen oder so habe ich, glaube ich, dann sogar mit Penya Flask gespielt, weil dann die Elfcoin-Preise zu hoch waren. Renew bietet hochwertige Refurbished Gaming-PCs für deutlich weniger Geld als ein Neukauf im Laden. Du willst mit Gaming starten? Dann mach's einfach smarter. Und ich halt nur bis irgendwie September, weil der FEC wurde, glaube ich, letztes Jahr wieder verlängert, genau. Und dann hatte ich keine mehr. Gut, wenn sie ihn dieses Jahr verlängern sollten, wäre es das Gleiche. Also ich habe jetzt natürlich nicht mit einer Verlängerung, also ich gehe jetzt natürlich ganz normal davon aus, dass am 29. Oktober Schluss ist. Also falls jetzt auch wieder verlängert werden würde, würde ich natürlich genauso dumm dastehen. Aber naja, ich sag mal so, dann wäre es auch nicht so schlimm. Außerdem kann man das halt unmöglich wissen. Genau, auf jeden Fall, das Ziel ist abgeschlossen. Also mal etwas tatsächlich relativ schnell geklappt, was man sich hier so vorgenommen hat. Und ja, außerdem bin ich mittlerweile Master, sogar auch schon 121 Master. Habe mir den Cloak, das CS-Pad und das Master-Symbol geholt, das Goldene, was ja viele als das Beste ansehen. Für mich war es immer so Platz 2, aber es ist schon auf jeden Fall eines der nostalgischsten, weil früher hatte wirklich fast jeder goldenes Master oder Hero, das waren so die beiden häufigsten, die man rumlaufen hat sehen. Weckt einfach immer wieder krasse Nostalgiegefühle, diese Master-Symbole. Und das ist auf jeden Fall am Start. Und jetzt diese Woche, nächstes kleines Ziel, ja, man muss ein bisschen kleiner planen, also wenn man direkt hier so sagt, okay, und jetzt hole ich mir eine Ultimate plus 10, ja, langsam. Also so schnell geht das leider nicht. Das ist dann doch ein bisschen schnell oder ein bisschen viel auf einmal. Nächstes kleineres Ziel diese Woche ist jetzt Hero. Ich habe mir jetzt vorgenommen, Minimum 50% pro Tag zu machen. Extra kleine Ziele, wie ich es euch auch immer empfehle. Falls was schief geht, falls mal ein Tag nicht so gut läuft, falls irgendwas dazwischen kommt, dann kann man es trotzdem locker erreichen. Und immer wenn man mehr macht, fühlt es sich automatisch besser an. Weil du sagst dir, ich will mindestens 50%. Also wenn du 70, 80, 90% machst, fühlt es sich wie ein richtig großer Erfolg an. Und dann sollte das Ziel natürlich so gewählt werden, dass selbst wenn du nicht wirklich zum Zocken kommst, dass du es eigentlich trotzdem schaffst innerhalb von, sagen wir, einer Stunde oder so. Du dich dann also nicht enttäuscht fühlst, weil du es eigentlich gar nicht schaffen kannst sozusagen. Und trotzdem soll es halt ein Ziel sein, wo du dann aber auch das Gefühl hast, dass wenn du wirklich nur die 50% machst, dass du halt auf jeden Fall was erreicht hast. Also dass es sich nicht so anfühlt, als hättest du gar nicht gespielt, so ungefähr. Das ist immer ganz schlecht. Das hat man manchmal beim Farmen, wenn man den ganzen Tag Dungeons farmt und es droppt einfach nicht. Da hat man manchmal das Gefühl, kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal Dungeons gefarmt hat, überwiegend Dungeons gefarmt hat. Da fühlt es sich dann wirklich manchmal an, als hätte man einfach gar nichts gemacht. Aber naja, solche Tage gibt es halt leider auch. Das kann man nicht ganz ausschließen. Außer man setzt sich wirklich immer nur ganz kleine Babyziele. Aber dann wiederum kann man halt schnell das Gefühl kriegen, dass man eben auch da beim Leveln zum Beispiel nicht wirklich was erreicht hat. Aber ja, jetzt auf jeden Fall Hero abschließen. Und dann ist der Plan, in Kailun auch weiter zu leveln oder wieder zu leveln. Immer noch mit der gleichen Mentalität. Ich habe es nicht eilig, 190 zu werden. Anders als gefühlt jeder andere. Wobei man auch sagen muss, alle, die nicht Blade spielen, müssen sich auch keine so teuren Waffen kaufen. Und das ignorieren wir jetzt. Der Lusaka-Stuff ist eh schon saugünstig, dass sie da noch so rumknausern. Die sind richtig geizig. Nicht so wie ich. Kappa. Auf jeden Fall ist das so das nächste Ziel. Und dann heißt es halt auf jeden Fall weiter sparen. Ich habe jetzt auch schon wieder 2 Milliarden zusammen gefarmt.
weil ich jetzt endlich ein paar Sachen verkauft habe. Also mein Bloody X Plus 10 zum Beispiel wurde endlich gekauft. Die habe ich jetzt über eine Woche probiert zu verkaufen. Ich glaube, ich habe angefangen mit 495 Mio im Shop. Das war natürlich viel zu viel, das war mir auch klar. Aber jetzt ist sie dann letztendlich für 364 weggegangen. Also schon nochmal ein gutes Stück drunter, aber ich sage mal so, da drin hat so viel mehr Geld gesteckt, effektiv, dass es vollkommen egal, für wie viel du sie verkaufst. Es ist ein fast kompletter Verlust gewesen, rückblickend. Aber so sind Bloody-Waffen halt. Ne? Am Anfang will sie jeder haben, am Anfang sind sie richtig teuer, jeder upgradet sie und am Ende sind sie quasi komplett wertlos. Egal, ob sie plus 10 sind oder nicht. Oh, das ist immer eine gefährliche Situation hier beim Master Level mit Waterbomb und dann noch 1, 2 Agros, wenn ich dann mal auf einen Schlag plötzlich 7 Monster angreifen. Das ist aber schon ein bisschen unangenehm. Aber ja, bin auch schon ein paar Mal gestorben deswegen. Einmal bin ich gestorben, weil ich einfach aus Versehen Merkaba gedrückt habe. Dann stand ich zwischen literally 16 Ghosts und dann ja, war ich einfach tot. Kannst du nichts machen. Gab schon so ein paar Momente, aber naja. Gab zum Glück sehr viele Restcalls beim letzten Event. Deswegen ist es jetzt nicht so schlimm. Habe immer noch 14 Stück. Genau. Aber ja, wie gesagt, das nächste Ziel ist dann leveln einfach und natürlich auch mal Anku in Angriff nehmen dann. Und wie gesagt, auf jeden Fall Butcher's Carnage ist nicht vom Tisch, ist lediglich aufgeschoben, ist nicht aufgehoben, ist nur ein bisschen rausgezögert. Und was ich jetzt aber auch sagen muss, also ich habe es glaube ich im letzten Video auch schon gesagt, eine cleane Waffe zu kaufen erscheint so ziemlich das Dümmste, was man machen kann. Ich sage ja auch selber immer, niemals upgraden, niemals gamblen. Weil wenn es schief geht, stehst du mit nichts da. Und die meisten können sich davon in der Regel nicht erholen. Wenn sie ihr ganzes Geld verzockt haben, sich davon zu erholen, ist meistens recht schwierig. Vor allem, wenn wir von Beträgen im 10.000 oder 20.000 plus Bereich reden. Oder in dem Fall wäre es wahrscheinlich noch viel mehr. Davon erholt man sich nicht so leicht. Und ja, also die Ultimate plus 6 bis 10 Butcher's Carnage, die sind so unfassbar günstig im Vergleich und werden jetzt wahrscheinlich sogar noch günstiger, weil jetzt kriegt ja jeder noch jeden Tag seelengebundene Oris durch die neuen Euphrasia Dailies und so. Nicht, dass es nicht eh schon viel zu viele Oris gibt, grundsätzlich, weil die Droprate davon ja eigentlich ziemlich gut ist. Also man droppt eigentlich verdammt viele Oris, wenn man jeden Tag Dungeons farmt. Also ich sag mal so, man kriegt eigentlich jeden Tag einen Ori. Wenn du mal einen Tag keins bekommst, kriegst du am nächsten Tag 2 oder 3. Also man kriegt echt viele Oris durch sämtliche Giants, Bosse im High-Level etc. Meiner Meinung nach immer noch ein bisschen unnötig, dass man jetzt zusätzlich auch noch tonnenweise Seelengebundene bekommt. Aber sei es wie es ist, sorgt halt auf jeden Fall dafür, dass die Preise dann sogar eher noch weiter runtergehen. Weil der Hauptkostenpunkt sind natürlich X-Pros auch, aber eben auch Oris. Also ich meine, Ultimate Upgraden kostet Oris. Und je mehr Oris jetzt auf den Markt kommen, seelengebunden als auch nicht seelengebunden, und die verwertet werden und zeitgleich der Preis von denen sinkt, desto günstiger, also rein theoretisch natürlich, müssten dann eigentlich auch wieder die geupgradeten Ultimate Items sein, weil, ich meine, gut, wie man das genau berechnet, kommt immer drauf an, von Server zu Server und so weiter, aber die Sachen sind ja eh immer schon viel weniger wert als das, was du reinsteckst, deswegen ja, niemals upgraden. Du steckst 100 Milliarden rein, es kommen höchstens 60 Milliarden raus. Du hast einfach 40 Milliarden verloren. Hättest du es gekauft für 60, hättest du noch 40 übrig. So ist so grundsätzlich die Auffassung, die Rechnung. Und wie gesagt, je wertloser Oris werden und theoretisch auch X-Pros, aber X-Pros werden jetzt dadurch überhaupt nicht wahrscheinlich irgendwie an Wert verlieren. Da wird sich nichts tun. Aber bei Oris eben schon. Und aktuell sind ja Oris und X-Pros eigentlich ziemlich auf einem Niveau. Oder es waren jetzt Oris und X-Pros ziemlich auf einem Niveau die ganze Zeit. Beziehungsweise Oris waren sogar lange Zeit teurer. Und das wird sich jetzt halt ändern. Langfristig vor allem. Und ja, deswegen könnte es sogar sein, dass die geupgradeten Waffen noch günstiger werden im Verhältnis zu den cleanen. Natürlich selber upgraden wird in dem Sinne dann auch günstiger. Aber selber upgraden hat trotzdem das größere Risiko. Und ist immer noch eine enorme Geldverschwendung. Also eigentlich bin ich ja immer der das alles selber upgradet. Auch aus Content-Gründen. Aber wenn das alles noch bis zum FEC hinhauen soll, 190, 2 goldene Butcher's Carnage. Natürlich könnte man auch ein goldenes K-Fang nehmen. Habe ich ja auch schon mal drüber geredet. Ich glaube, im vorletzten Video habe ich da schon drüber geredet, wo ich überlegt habe. Wobei das war, bevor ich mir die zweite Axe of Fairness gekauft habe. Also jetzt aktuell habe ich eigentlich kein Interesse an einem K-Fang. Weil jetzt habe ich ja Lebensentzug auf einer Ultimate-Waffe. Und mein Damage ist eigentlich auch ziemlich gut. Also ich hatte letztens in einem Dungeon Run, ich weiß nicht genau wieso, also ich glaube, da habe ich kurzzeitig allein auf den Boss drauf gedroschen, dann doppelt HC gezogen. Aber ich hatte letztens sogar mal kurz 2,5 Millionen DPS in Wilds. Natürlich mit Power-Ups und so. Und Pet Grace und so weiter. Also
Storm Slash, Pet Grace, Power-Ups und ich glaube, ich war für ein paar Sekunden der Einzige, der angegriffen hat. Aber trotzdem nach 10, 20 Sekunden immer noch weit über 2 Millionen DPS. Hat sich schon gut angefühlt. Also ich meine, letztes Jahr, muss man ja auch sagen, letztes Jahr die Leute auf dem FEC waren nicht stärker, als ich jetzt bin. Weil letztes Jahr war das Limit ja Ultimate plus 5 und sehr viele Leute hatten keine goldene Lusagas Crystal Äxte. Die Leute, mit denen ich meistens gefarmt habe, hatten alle nur Hernes Äxte. Also was heißt nur? Die waren ja letztes Jahr die zweitbeste Waffe im Spiel. Oder auch zweitteuerste. Und von dem her, ja, sehe ich da jetzt aktuell, wie gesagt, keinen direkten Zeitdruck. Und Interesse an K-Fang ist damit letztendlich auch gestorben, weil ich persönlich bin auch der Meinung, dass eine Ex auf Hernes wesentlich besser ist als K-Fang, wegen Waterbomb. Und man merkt es schon, wenn wir Dungeons farmen und wir haben keinen Aueela und es sind ein paar Blades dabei, die schon K-Fang oder auch noch Cursed Butchers nutzen, was auch immer, auf jeden Fall kein Waterbomb, wirkt sich leider schon sehr nachteilig auf den AOE-Damage aus, weil Wilds ist so dieser klassische. Also ich finde, Wilds ist so einfach. Ich meine, gut, ich habe ihn natürlich jetzt schon tausende Male gemacht, muss man dazu sagen. Aber wenn man es mal vergleicht mit allen anderen Dungeons, der ist super klein. Du hast echt wenige Mechaniken da drin, auf die du wirklich achten musst. Fieber ist eigentlich das Einzige, was man erstmal verstehen muss. Und auch das ist eigentlich super einfach zu verstehen, wenn man es verstehen will. Es gibt ja Leute, die wollen es aus irgendeinem Grund einfach nicht verstehen, weil es echt simpel ist. Aber ja, man könnte sich auch einfach einen Guide angucken, aber das machen halt viele leider auch nicht. Genau. Und im Vergleich dazu, wenn du da mit Waterbomb-Waffen reingehst, ohne einen Aueela, also zum Beispiel Anku wäre das undenkbar, ohne einen Mage reinzugehen oder ohne sogar 2 Mages reinzugehen, meistens Menta und Arca im Duo, für massiven AOE-Damage. Bei Wilds, es macht fast keinen Unterschied. Also wenn du jetzt ein Top-DPS-Team hast, mit einem Arcanist, dann brauchst du 17 Minuten und ohne, dann brauchst du halt 18 Minuten. Das macht fast keinen Unterschied. Sofern alle im Team oder viele im Team, je mehr Leute, desto besser, Waterbomb haben. Weil selbst mit, also wir hatten gestern zum Beispiel einen Run, wo wir 3 Blades hatten, alle mit Doppel-Hernes-Waffe. Und das hat sich nicht angefühlt, als hätten wir keinen Mage. Also es hat natürlich ein bisschen länger gedauert. Jede AOE hat safe 10, 15 Sekunden länger gedauert. Das ist halt dann diese am Ende des Dungeons 1 Minute circa, die du dadurch verlierst. Dafür ist halt der DPS höher, da holst du dann wieder Zeit rein. Unterm Strich so bewegen wir uns da im sehr niedrigen einstelligen Minutenbereich, was den Unterschied ausmacht. Und das halt nur dank Waterbomb. Und da ja die K-Fang sowieso in der zweiten Hand liegt und dann einfach nur ein bisschen mehr Crit-Damage gibt und auch nur unter der Voraussetzung, dass sie gute Rolls hat, zeitgleich verlierst du aber Waterbomb. Ja, macht unterm Strich für mich dann eigentlich keinen wirklichen Sinn mehr, da jetzt noch auf eine K-Fang zu gehen. Was natürlich schlecht ist, weil wenn viele Leute so denken und sich denken, ach, wenn ich schon von der Extra Fairness upgrade, dann nur auf eine Butcher, dann steigert das natürlich eher wieder den Preis von der Butcher. Und das erklärt wahrscheinlich dann auch, warum die K-Fang so unfassbar günstig ist im Vergleich, weil sie halt eigentlich keiner haben will. Also zumindest nicht langfristig. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also wenn das alles noch was werden soll, muss man sich auf jeden Fall ranhalten. Aber jetzt eben vielleicht auch erstmal die Preise beobachten mit der Ori-Situation, mit den Sunstones, dass da die Preise wahrscheinlich sogar noch runtergehen werden. Cleanen Waffen muss man auch mal im Auge behalten. Ich fand es jetzt wieder so ein bisschen anormal dieses Wochenende. Teilweise gab es plötzlich, in Anführungszeichen, weil ja Boss-Drop-Event war, zwischen 5 bis 10 Clean Butchers Carnage im Shop. Davor waren es immer nur so 2 bis 4 oder 5, wenn ich geguckt habe. Also 5 war schon wirklich das Maximum. Meistens waren es sogar echt nur 1, 2 Clean und dann meistens noch ein paar geupgradete. Und am Wochenende waren es teilweise mal richtig viele. Also wirklich so 7, 8 Stück allein in Coral Island zeitgleich. Auch wieder alle für den gleichen Preis natürlich, weil warum sollte irgendjemand runtergehen? Wenn dann gehen wir alle nur rauf. Klassische Kartellbildung sozusagen. Auf jeden Fall schon ein bisschen komisch, weil die wurden jetzt alle weggekauft und teilweise waren die halt auch wirklich teure Preise drin. Gut, was dann wieder auf dem Discord abgeht, keine Ahnung. Aber meistens oder oft werden die Sachen ja dann wirklich auch aus dem Shop rausgekauft zum AW-Preis und so. Und ja, ist schon komisch, ne? Das ist so Drop-Event. Es wird viel mehr gedroppt, viel mehr gefarmt auch. Viele Leute farmen ja dann erst recht Dungeons oder Leute, die vielleicht eigentlich nicht wirklich farmen. Bei einem Drop-Event fühlen sie sich dann vielleicht schon genötigt oder lassen sich leichter überreden, dann doch mal einen Run zu machen oder so, wenn sie es eigentlich nicht machen würden. Und dass sich das alles überhaupt nicht auf den Preis auswirkt bei den cleanen Waffen, ist schon sehr nervig und auch das lässt dann einen wieder wirklich stark zu den geupgradeten Waffen tendieren, weil davon wird es immer mehr geben.
Und da unterbieten sich die Leute dann teilweise halt schon. Bei den cleanen Waffen, wie gesagt, der eine stellt es für 22 rein und die nächsten beiden stellen es dann für 23 rein. Was eigentlich total überhaupt keinen Sinn ergibt. Normalerweise ist es so, du siehst 5 Leute für 22 und dann stellst du dann für 21,5 rein. Aber naja, wenn die Gier so groß ist und leider aber auch die Nachfrage sehr groß ist, dann funktioniert es halt leider teilweise auch. Und ja, deswegen muss man das alles mal noch im Auge behalten. Aktuell habe ich die Kohle auf jeden Fall eh nicht am Start. Ich bin immer noch bei 13.500 F-Coin in Premium-Items. Habe jetzt noch diese 2 Milliarden Penya, werde jetzt aber wahrscheinlich auch wieder rausballern für F-Coins. Einfach weil es mir doch zu unsicher ist. Also ich habe jetzt auch schon überlegt, einfach meinen Penya zu halten. Bei F-Coin-Preise jetzt ja sogar ein bisschen runtergegangen sind, mal um ca. 10%. Aber ich meine, gut, bei den Preisen habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt, ob es jetzt 800 Millionen sind oder 880 Millionen, ganz ehrlich, das macht dann auch schon fast keinen Unterschied mehr. Ob vorne dran steht eine dreistellige Millionenzahl, die sich nicht verändert, 800, das ist so oder so schweineteuer. Also das macht dann das Kraut leider auch nicht mehr so fett, wie man vielleicht denkt. Außer man hat jetzt halt zig Milliarden Penya. Ich meine, da macht es natürlich einen riesigen Unterschied. Aber wenn du jeden Tag nur bei deinen paar hundert Mio machst und ja, dann macht es halt jetzt keinen so gewaltigen Unterschied. Auf jeden Fall, ja, bis ich hier auf einen Betrag kommen würde von, keine Ahnung, 10, 15, 20 Milliarden Penya, wo man dann wirklich einfach auch sowas rauskaufen könnte aus einem Shop, so ein Top-Item, beziehungsweise man dann seine F-Coins wieder in Penya umwandelt und dann irgendwas rauskaufen könnte. Das dauert wieder so lange, bis dahin passiert wieder das nächste Ding, der nächste Preissteigerung. Und plötzlich hättest du dann am einen Tag 3000 F-Coin kaufen können und am nächsten Tag kannst du davon nur noch 2000 F-Coin kaufen. Ja, und dann stehst du halt wieder da wie der Trottel vom Dienst so ungefähr. Deswegen ist mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu heiß, weil wir reden hier jetzt nicht von ein paar Tagen, die man noch farmen und Geld sammeln muss, sondern eher von Wochen immer noch. Und da ist das Risiko meiner Meinung nach auch jetzt bei so hohen F-Coin-Preisen, wo sich nicht mehr allzu viel tun wird, von einem Tag auf den anderen. Trotzdem ist mir das Risiko zu groß, weil es eben nicht um Tage geht, sondern eher um Wochen. Aber ja, das war so das nächste kleine Update. Also wie gesagt, nächstes Ziel Blade diese Woche noch. Und dann schauen wir mal, wie es in Kowloon weitergeht. Danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich auf jeden Fall selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Ich bin immer noch jeden Tag live. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dort oder im nächsten Video wieder. Bis dann noch rein, macht's gut und ciao, ciao.